Falsch ist, dass der Mann, dessen Kopf hier monumental über mir auf einem Sockel thront, Karl Chemnitz heißt. Richtig ist wiederum, dass diese Stadt 1953 ihren Namen in Karl-Marx-Stadt änderte und ihn bis 1990 behielt. Und damit willkommen in Chemnitz, der Kulturhauptstadt Europas 2025. Karl Marx stieß mal 1989 nicht vom Sockel, warum auch? Und so beobachtet der Nischel mit in Bronze gegossenem Gleichmut die sich verändernde Gesellschaft um ihn herum. Oder sehe ich da unter seinem kapitalen Bart gar ein schelmisches Grinsen hervorblitzen? Begleiten Sie uns auf eine Entdeckungstour durch Chemnitz, der Stadt mit Köpfchen, der Stadt der Moderne, dem sächsischen Manchester und der zur Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert reichsten Stadt Deutschlands. Erstaunlich, oder? Aber Sie haben richtig gehört. Es stimmt. Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Eisenbahn und damit auch die Industrie nach Chemnitz kam, hatte die Stadt innerhalb kürzester Zeit mehr Schlote, die Dreck, Ruß und Gestank in die Luft pusteten, als Spitzbuben. Damit entstanden relativ schnell die Namen sächsisches Manchester oder Rußkamps. Für die in die Stadt strömenden Arbeitskräfte wurde die Stadt erweitert um die Wohngebiete Brühl, Kaßberg und Sonnenberg. Und bereits 1883 hatte Chemnitz mit über 100.000 Einwohnern Großstadtstatus. Und nur 17 Jahre später war sie gemessen am Steueraufkommen pro Person die reichste Stadt Deutschlands geworden. Unsere Entdeckungstour beginnt am Hauptbahnhof Chemnitz. Hier bin ich heute mit 2 Stunden Verspätung angekommen, aber auch nur, weil ich mich geschickt angestellt habe. Wer sind jetzt eigentlich wir? In schätzungsweise einer Viertelstunde treffe ich meinen geschätzten YouTube-Kollegen Thomas, dem ich mittlerweile freundschaftlich verbunden bin. Der betreibt den beliebten Kanal Wandern mit Herz. Er ist Chemnitzer, er ist Eisenbahner und er wird mich bei diesen Erkundungstouren in diesen paar Tagen begleiten. Hallo liebe Freunde, die europäische Kulturhauptstadt Chemnitz ist in aller Munde. Ihr wollt wissen, was es damit auf sich hat? Na dann kommt mit meinem YouTube-Freund Matthias vom Kanal Rudi 9 wollen wir die Stadt entdecken. Und zunächst gehen wir auf den Bahnsteig und holen Matthias ab. Ich lade euch ganz herzlich ein dazu. Na, Weltreisender, willkommen in der europäischen Kulturhauptstadt. Grüß dich. Pass auf, dass mein Mikro nicht runterfällt. Das ist ja schön, dass das geklappt hat. Manchmal geht auch noch was gut. Du bist Eisenbahner aus Leidenschaft oder Eisenbahner mit Leib und Seele, ja. Mit deutlich weniger Leib, wie ich sehe. Danke. Schön, dass du das wenigstens geschafft hast. Und wir beide, wir werden also Chemnitz und die Umgebung erobern. Das versuchen wir mal. Dann lass uns erstmal den Bahnhof erobern. Ja, meine letzte Erinnerung an diesen Chemnitzer Bahnhof, die muss irgendwann Anfang der 80er Jahre angesiedelt sein. Da sind wir auf Klassenfahrt gewesen und hier irgendwo, erinnere ich mich, stand eine sächsische Tenderlokomotive, die spätere Baureihe 75. Das hat mich natürlich fürchterlich begeistert als Modelleisenbahner. Und stand die nur kurz da oder die kann ja nicht mehr in Betrieb gewesen sein? Die stand tatsächlich schon als Museumslok hier. Wie lange kann ich ja gar nicht mehr sagen, aber es war ein sehr langer Zeitraum, bis die eines Tages regelrecht abgeschossen wurde. Nämlich hier drüben, das waren ja alles Kopfgleise, und hier drüben war Ironie des Schicksals die Transportpolizei drin, und eines schönen Tages wurde von der Waschanlage ein Reisezug auf dieses Bahnsteiggleis gedrückt und der Zug ist nicht mehr zum Stehen gekommen und hat diese 75er abgeschossen und die stand dann bei der Trabo drin. Später wollte man das umdeuten in Akt des Widerstands und des Protestes, aber da glaube ich mal den DDR-Untersuchungsbehörden, die festgestellt haben, der Rangierleiter hat einfach schlampig gearbeitet und hat die Hauptluftleitung der Wagen nicht an die Lok angeschlossen. Und als der Lokführer hier am Bahnsteig bremsen wollte, dann war nichts mehr mit Bremsen. Die Transportpolizei gibt es nicht mehr, die Dampflok auch nicht. Ich nehme an, die ist verschrottet worden oder steht jetzt irgendwo rum. Was ist mit der passiert? Die müsste aktuell in Hilbersdorf im Museums-BW stehen. Ach, da wo ich noch hin will. Genau, dazu würde ich dich auf jeden Fall animieren, motivieren wollen. Das musst du dir mal anschauen. Aber richtig, Transportpolizei ist Geschichte. Dafür kannst du hier zum Beispiel beim Bäcker einkehren.
Es scheint überhaupt viel in den letzten Jahrzehnten hier passiert zu sein, ja? Wie du siehst, man hat hier die Bahnhofshalle geöffnet. Das waren ja alles komplett Kopfgleise auf dieser Seite. Und man hat, nachdem es ein paar Jahre Anlaufschwierigkeiten gegeben hat, endlich dieses sogenannte Chemnitzer Modell realisiert. Das heißt, die Straßenbahnen fahren von der Stadt ins Umland bzw. umgedreht. Und ich finde das eine ganz tolle Sache und schön, dass das endlich Gestalt angenommen hat. Und tatsächlich das ist dieser Zug nach Aue. Beispiel. Dieser kombinierte Straßenbahn, Elektro und dann Dieselzug. Richtig, mit dem will ich vielleicht auch noch mal fahren. Das sollst du mal ausprobieren als Eisenbahnfreak. Da die Zeit durch meine verspätete Ankunft schon recht fortgeschritten war und wir die zu dieser Jahreszeit seltene Nachmittagssonne unbedingt noch nutzen wollten, führte Thomas mich zu einem seiner Lieblingsorte, der vom Bahnhof leicht fußläufig erreichbar war. Thomas, wir haben uns jetzt auf dem Chemnitzer Schlossberg getroffen. Hier steht eine Schlosskirche, es gibt einen Schlossteich oder See, wie heißt der? Das ist doch Schlossteich. Ich kann hier aber kein Schloss sehen. Stand hier mal eins, was hat es damit auf sich? Das ist richtig, das Schloss ist hier sehr präsent, das nicht vorhandene Schloss. Es gibt ein Schlossviertel, es gibt ein Schlossberg, es gibt eine Schlossschule. Hier dreht sich vieles um das Schloss. Schlosskneipe. Ja, auch wenn sie anders Miramar. heißt. Aber was es mit dem Schloss auf sich hat, da müssen wir mal ein paar Meter laufen. Dann zeige ich dir mal die Geschichte des nicht vorhandenen Schlosses. Hier vor der Schlosskirche finden wir eigentlich des Rätsels Lösung für das Schloss Chemnitz. Denn einst war hier der ganze Komplex mal das Kloster Chemnitz. Das ist die Wurzel der Stadt Chemnitz eigentlich mal ursprünglich gewesen. Im Zuge der Reformation wurde dann das Kloster aufgelöst und der damalige Kurfürst ist auf die glorreiche Idee gekommen, hier ein Schloss hineinbauen zu wollen. Aber auch damals war es bei den Herrschenden schon so, dass die tollen Ideen ganz schnell verflogen sind und man keine Lust mehr aufs neue Spielzeug hatte. Darum ist dieses Schloss nie wirklich gebaut worden oder umgebaut worden. Nur der Name Schloss Chemnitz hat sich halt gehalten. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist also das Kloster hier dann die Wiege von Chemnitz, oder wie? Das ist richtig. Das Kloster ist tatsächlich die Wiege bzw. die Wurzel von Chemnitz. Hier unten unterhalb vom Schlossberg findet man zum Beispiel auch das älteste Haus von Chemnitz. Und wie ist der Name Chemnitz dann zustande gekommen? Der Fluss heißt ja hier auch so. Das hier ist eigentlich alter slawischer Siedlungsraum gewesen. Chemnitz bedeutet nichts anderes wie Kamenitz, was ungefähr übersetzt heißt die steinige, also der steinige Fluss, die Chemnitz. Du gehst jetzt mit mir hier in der Nähe des Schlossbergs durch den Küchwald. Wieso heißt das Ding Küchwald? Das ist natürlich wieder eine sehr gute Frage. Die ist aber auch ganz einfach zu beantworten, weil das hier war der Klosterwald. Und die Mönche haben sich das Feuerholz für ihre Küche hier aus dem Wald geholt. Ach so, ich habe schon gedacht, die haben hier riesengroße Kräuterfelder angebaut. Das ist nicht überliefert. Wir sind jetzt an der Küchwaldschenke, hätte ich fast gesagt. An der Freilichtbühne mit Schenke neuerdings wieder. Diese Freilichtbühne wurde in den 60er Jahren im Rahmen des NAW, also du bist noch eine Generation, die weiß, was das heißt, Nationales Aufbauwerk, in freiwilligen Arbeitseinsätzen. Ich war damals schon 40. Ja, unsere Väter haben das in freiwilliger Arbeitsleistung aufgebaut. Zu DDR-Zeiten war das ein sehr begehrter Ort hier. Im Sommer die Sommerspieltage, Kinofilme, Bands haben hier gespielt. Und nach der Wende wurde uns hier sehr praktisch vorgeführt, was die von Helmut Kohl versprochenen blühenden Landschaften sind. Denn was du hier siehst, das ist ja nur der Aufgang. Die eigentliche Bühne war dahinter und im Laufe der Jahre waren bedauerlicherweise im Zuschauerraum auf der Bühne schon richtig handfeste Bäume gewachsen. Also mir hat das Herz geblutet. Ich habe ja hier gewohnt, wenn ich jeden Tag vorbeigegangen bin und habe im Laufe der Jahre den Verfall gesehen. Das war echt bitter. In den letzten Jahren hat sich aber Gott sei Dank eine Initiative gebildet, ein Verein, die angefangen haben zu retten, was noch zu retten ist und das wiederbelebt. Zum Beispiel im Sommer spielt jetzt hier das Theater Schauspielhaus Chemnitz regelmäßig und das finde ich ganz toll, dass das hier alles langsam aber sicher wieder erwacht und erhalten wird. Und Mr. Bean ist auch da. Aber ich habe da hinten noch was Interessanteres gesehen. Lass uns mal hier rumgehen. Da steht eine Rakete.
Das ist das Kosmonautenzentrum Sigmundien. In den 60er Jahren wollte man für die Kinder der Stadt etwas schaffen und die Kinder an die damals neuen technischen Herausforderungen heranführen. Und so wurde das Kosmonautenzentrum gegründet. Aber ich denke, wenn man da ins Detail geht, kann man abendfüllenden Film draus machen. Sigmundien, wo kam er her? Morgenröte, Rautenkranz, das wissen wir alle. Wir mussten damals dann einen Kosmonauten auf schwarzem Papier malen, der dann mit einem roten Stern mit Valeri Bykowski durch die Gegend. Wenn die nicht geflogen wären, hätte es vielleicht Kosmonautenzentrum Laika geheißen. Oder Valentina Tereshkova. Sozusagen Baikonur in Chemnitz. Und die Schmalspurbahn da hinten ist die Baikonur-Magistrale. Bei mir stand auf Wiedersehen, wenn du kommst, steht Willkommen im Kosmonautenzentrum. Ja, dass das hier nicht die Baikonur-Magistrale ist, sondern irgendeine Art von Parkeisenbahn, habe ich natürlich auch schon bemerkt. Kannst du was zur Geschichte von dieser Bahn sagen? Du bist doch Eisenbahner. Könnte ich ganz viel erzählen. Ich habe nicht so viel Speicher mehr. Die Kurzfassung. Bekanntermaßen war ja leider die Innenstadt Chemnitz völlig zerbombt. Ja. Und irgendwann sind kluge Leute auf die Idee gekommen, Anfang der 50er Jahre, wo die gesagt haben, okay, wir haben jetzt die Innenstadt so weit beräumt von Schutt und Trümmern, wir wollen doch auch unseren Kindern was bieten. Und da ist man auf den Gedanken gekommen, Teile dieser alten Trümmerbahn hier im Küchwald aufzubauen und die Pioniereisenbahn hier zu eröffnen, mit dem Ziel, die Kinder an den damals zukunftsweisenden Beruf des Eisenbahners heranzuführen. Und nun trümmert die seitdem hier im Kreis rum, ne? Anfangs, und hat sogar eine Tankstelle. Anfangs war es tatsächlich lange im Kreis, aber dazu erzähle ich dir dann später mehr. Und jetzt stehen wir hier an dem Bahnbetriebswerk, das neu geschaffene, vor ca. 25 Jahren ungefähr wurde das erbaut. Eine ganz tolle Sache, Respekt vor den Verantwortlichen, die das hier aus dem Boden gestampft haben. Und im Sommer muss man hier unbedingt herkommen. Alleine die Gartenbahn, die hier im Innenhof ist, die ist es auf jeden Fall wert. Also so wie ich das jetzt überblicke, hat diese Parkeisenbahn ja eine ganz schöne Streckenlänge. Und es wird ja auch offensichtlich immer noch gebaut. Zu DDR-Zeiten in den 80er Jahren, als das Pioniertreffen in Karl-Marx-Stadt war, gab es Pläne. Man wollte die damalige Pioniereisenbahn im großen Stil verlängern. Man wollte bis zum Schlossteich runterführen. Ob das Geld gefehlt hat, ich weiß es nicht. Es ist beim Kreis geblieben. Umso mehr genieße ich jetzt, dass die heutige Parkeisenbahn immer mehr wächst und gedeiht. Zum Schlossteich runter und wieder hoch, da hätte man ja auch eine Zahnradbahn bauen müssen. Das hätte wahrscheinlich den Kostenrahmen gesprengt. So, mittlerweile ist es mit unserem oder in unserem Küchwald-Rundgang ganz schön kalt geworden. Ja, und das ist aber selbstverständlich. Wir sind doch hier direkt an der Eislaufbahn. Apropos kalt. Und Kathi Witt kennen Sie doch alle noch, oder? Die hat hier trainiert, ne? Karl-Marx-Stadt geboren. Das ist richtig. Auch die Annette Pötsch, Jan Hoffmann und wem es alles hier gegeben hat. Alles große Namen. Nur im Weltraum sind die nicht geflogen. Nee, die waren eher bodenständiger. Und sogar in den Vereinigten Staaten. Aber das war später, ne? Oder war das auch schon zu DDR-Zeiten? Diese Revue auf dem Eis. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die war die erste, die das durfte, wenn ich mich nicht täusche. Und in der Scheune in Ebersdorf geht dieser wunderbare Abend zu Ende. Hinter uns draußen steht die Ebersdorfer Stiftskirche. Hinter mir auf dem Bild ist sie im hellen Tageslicht zu sehen. Und die Stiftskirche bei Tageslicht reichen wir einfach nach. Wir sind jetzt im Osten von Chemnitz in Ebersdorf und ich erinnere mich, dass du vor gar nicht so langer Zeit auf deinem Kanal einen Film veröffentlicht hast, den du hier in Ebersdorf zur 700-Jahr-Feier gemacht hast. Jetzt sind wir an der Stiftskirche. Das stimmt. Und zwar Ebersdorf, wie du schon gesagt hast, am östlichen Stadtrand gelegen. Hat seinen dörflichen Charakter zwar bewahrt, hat aber auch wirklich etliche tolle Highlights, wie eben hier diese Stiftskirche, um die sich jede Menge Legenden, Sagen, Geschichten ranken. Die kann man heute alle gar nicht erzählen. Das ist auch leider zu. Die hat jetzt leider geschlossen, ja.
Und hier geht es nicht um die goldene Ananas, sondern beispielsweise eine Legende um eine Zitrone, die die Unschuld einer Frau beweisen sollte, die wegen Kindesmordes angeklagt war. Oh, das hört sich nicht gut an. Aber mit dem Turm hat das nichts zu tun. Nein, nein, nein. Dass die da eingesperrt war. Und so sieht die ohne Baugerüst aus. Unser Rundgang in Ebersdorf muss sich leider etwas verkürzen, denn wir haben um 14 Uhr einen Termin im Schulmuseum. Und auf dem Weg dahin kommen wir am Haus des Dorfrichters vorbei. Ist offen? Ja. Wir werden erwartet. So, na denn. Das spendenfinanzierte Schulmuseum in Ebersdorf bietet nicht nur zukünftigen Schulkindern Einblick in den Schulalltag in einer für sie längst vergangenen Zeit. Auch Gruppen von Schülern aus der Zeit der Feuerzangenbowle lassen sich mehr oder auch weniger gern an ihren damaligen Schulalltag erinnern. Vielen Dank übrigens nochmal für diese private Führung. Auch wir fühlten uns in unsere Schulzeit zurückversetzt und haben trotzdem noch etwas hinzugelernt. Trinkt nie Tinte. Und an der Wand hing hier überdurchschnittlich groß die Gebote für den jungen Atheisten. Unser Ausflug in den Westen von Chemnitz hat uns ja nach Rabenstein geführt. Und hier gibt es aus irgendeinem Grund eine unglaublich große, als Parkplatz genutzte freie Fläche. Warum gibt es die? Das ist richtig. Es ist natürlich sehr praktisch jetzt, weil hier ist ja der Rabensteiner Wald mit Burg und so weiter. Ach ja, eine Burg gibt es hier ja auch. Genau, stimmt. aber ja. zu der gehen wir nachher. Ja, ich möchte erstmal deine Frage beantworten, nämlich das wissen selbst viele Chemnitzer nicht, denn hier befinden wir uns auf dem Gelände des früheren Bahnhofs Oberrabenstein. Aha. Und der lag an der Strecke von Wüstenbrand nach Limbach-Oberfrohna. Malimo. Richtig, Malimo, genau. Und von dieser Strecke ist leider nicht mehr viel erhalten. Die wurde schon in den 50er Jahren im Wesentlichen stillgelegt. Aber hier vorne gibt es ein ganz tolles Viadukt. Das ist erhalten geblieben, Gott sei Dank. Man wollte die sogar vor einigen Jahren abreißen, diese Brücke. Aha. Aber Gott sei Dank wurde sie jetzt saniert und man kann jetzt als Fußgänger drüber laufen, würde ich sagen. Das sollte uns nicht entgehen lassen. Das müssen wir. Ein Bahnhofsgebäude oder sowas gibt es ja aber nicht mehr. Nein, hier oben von dem Viadukt sollte man sich nicht nur von der Sicht aufs Erzgebirge oder die Stadt blenden lassen, sondern umdrehen lohnt sich hier auch. Klein, aber fein. Ist ja nun wirklich sehr, sehr klein, die Burg. Die steht hier wie so ein Papierblatt. Ich hatte jetzt gedacht, da kommt jetzt wenigstens noch so ein Innenhof. Die fällt bei Wind ja um. Wirklich ja. Richtig klein. Da war so ein Plakat, als wir vorhin vorbeigingen. Karl von Karlowitz. Karl von Karlowitz, hat der hier gelebt, oder? Ja, der stammt hier als Rabenstein. Aha. Heute nennt man das der Erfinder der Nachhaltigkeit. Aha. Er hat was ganz heute Simples entdeckt, nämlich er hat festgestellt, dass man nur das verbrauchen soll, was auch wieder nachwächst. Ich glaube, ich hatte auf einer Wanderung durchs Erzgebirge von dem schon gelesen. Aber ein schöner Abschluss für unseren heutigen Tag, oder? Diese Burg, also war wieder ein tolles Erlebnis heute mit dir. Das denke ich auch. Man könnte ja, aber nicht bei diesem Wetter, ich weiß ja nicht, ob du aufs Eisbaden stehst, zum Stausee Rabenstein, das ist von hier nicht weit, oder zum Wildgarter, aber A, ist es mir zu kalt, B, ist es zu spät. Es ist kalt und es ist ohne Eisbahn kalt. Genau, und dann lassen wir es für heute mit dem westlichen Teil von Chemnitz gut sein. Wir haben ja noch ein paar Tage. Jo. So eine kleine Burg. So. Ja, so. Und mit einem Blick aufs blaue Wunder von Rabenstein ging dieser Tag zu Ende. Schon morgen sollte ich mein nächstes blaues Wunder erleben.
Thomas, wir stehen in einer Unterführung vor einer Wand, wo steht, kämpfen lohnt sich. In der Tat lohnt sich das. Das werde ich dir gleich zeigen. Und jetzt stehen wir hier unter dieser wundervollen Eisenbahnbrücke. Und genau um diese wurde gekämpft. Denn es gab bei der DEB Entscheidungsträger, die auf die Idee gekommen sind, diese inzwischen in die Jahre gekommene Brücke einfach abzureißen. Und das war der Punkt, wo viele Chemnitzer Bürger gesagt haben, jetzt reicht's. Diese Brücke gehört zu den Wahrzeichen der Stadt. Die Stadt hat sich auch dafür eingesetzt. Und so, wie du siehst, wird jetzt saniert statt weggerissen. Auch ein blaues Wunder, oder? Aus rein dramaturgischen Gründen muss diese Abendszene jetzt mal vorgezogen werden. Kennen Sie das? Richtig. Das ist das beliebteste Spülmittel zwischen Arkona und Zittau. Ist hier erfunden worden, 1954. Kennst du das auch oder wirfst du dein Geschirr immer weg? Ich bitte dich, als Lokalpatriot kommt nichts anderes ins Spülwasser. Übrigens ist es nicht wahr, dass wenn man es trinkt, dass man dann wirklich fitter wird. Da kann man höchstens Blasen quatschen. Übrigens ist die Form dem Chemnitzer Roten Turm nachempfunden. Und da war ich heute. Der Rote Turm heißt übrigens nicht nur deshalb Roter Turm, weil er aus roten Steinen erbaut ist, sondern weil er auch Sitz der Blutgerichtsbarkeit war. Das heißt, hier in diesem Turm wurde Recht gesprochen über Kriminelle, deren Urteil oft selbst blutig ausfiel. Außerdem saß hier der Stadtvogt und der Turm war bis 1900 Stadtgefängnis und in diesem saß sogar Karl Stülpner, der Robin Hood oder Störtebeker Sachsens. Unser roter Freund wurde während des schweren Bombenangriffs am 5.3.45 nur leicht beschädigt und konnte bis 1959 repariert werden. 80% der ihn umgebenden Innenstadt leider nicht. Nach Beräumung ergab sich somit genug Platz für das Planen und Errichten einer sozialistischen Musterstadt. Dies schloss auch den Wiederaufbau des historischen Rathausensembles ein, das sich um die historische Stadtkirche St. Jakobi zieht, welche dann zumindest äußerlich bis 1967 wiederhergestellt war. Und was braucht eine anständige sozialistische Großstadt? Richtig, Wohnraum, Einkaufsmöglichkeiten, Kultur und viel Platz, auf dem der Bürger seine Liebe zur Partei- und Staatsführung demonstrieren kann. So entstanden rund um das bis 1951 reparierte Rathausensemble neue Wohnquartiere im Stil ihrer Zeit. Gelungen, wie hier im Rosenhof, am stumpfen Ende der Brückenstraße und auch hier an der Straße der Nationen. Es entstanden interessante Einzelgebäude, wie der Neubau des Hotels an der Oper von 1963, das Ravema-Haus oder auch dieses hier. Weniger gelungen war dann allerdings die Bebauung des südlichen Brühls. Hier gibt es allerdings eine Besonderheit. Kennen Sie Fritz Heckert? Der hatte nicht, wie ich als Kind fälschlicherweise glaubte, das gleichnamige Schiff, welches manövrierunfähig im Stralsunder Hafen als Arbeiterwohnheim lag, gebaut, sondern Arbeiter geführt. Der soll hier in dem Haus hinter mir geboren worden sein. Naja, so ganz stimmt's nicht. Das eigentliche Haus, in dem er geboren wurde, wäre heute etwa 200 Jahre alt, wurde aber im Rahmen des Stadtumbaus abgerissen und andersrum wieder aufgestellt. Heute ist hier ein Café drin. Ich finde, das Haus bietet einen tollen Gegensatz zu den Neubaublöcken dahinter. Ist aber kein bisschen älter. Naja, seien wir mal nicht so penibel. Karl Stülpner hatte ja auch nicht in dem nach ihm benannten Hotelzimmer auf dem Scheibenberg gewohnt. Neben den Rathäusern, Chemnitz leistet sich seit 1911 sogar 2 davon, wurden in der DDR auch weitere historische Gebäude repariert, rekonstruiert und saniert. Zum Beispiel das Theaterplatzensemble mit Museum, Opernhaus und Petrikirche. Das Haus der Kaufleute Siegert von 1741 und das ehemalige Gebäude der Dresdner Bank am Ort der alten Chemnitzer Börse am Johannisplatz. In diesem Gebäude im Stil der neuen Sachlichkeit von 1926 residiert heute die Barmer. Nur wenige Kilometer weiter in der Nähe des Schlossbergs findet man das im Auftrag der Allgemeinen Ortskrankenkasse von Kurt Ende entworfene Gebäude aus dem Jahr 1931.
Oder auch das Kaufhaus Schocken. Dieses Gebäude folgt dem architektonischen Zeitgeist des neuen Bauens und wurde im Auftrag der Gebrüder Schocken, den Inhabern der damals immerhin viertgrößten Kaufhauskette Deutschlands, von Erich Mendelsohn entworfen und 1930 eröffnet. 1938 aufgrund des jüdischen Glaubens der bereits gestorbenen bzw. emigrierten Inhaber Simon und Salman Schocken von den Nazis enteignet, überlebte das Gebäude dafür relativ unbeschädigt den Krieg und wurde danach auch weiterhin als Kaufhaus genutzt. Heute beherbergt es mehrere Museen. In Hilbersdorf findet man nicht nur neue Backtradition, sondern auch neue Sachlichkeit. Und man fand den Steinernen Wald. Früher stand diese Ausgrabung in Chemnitz in der Nähe des Theaterplatzes. Jetzt ist sie ins ehemalige Kaufhaus Tietz umgezogen. Bei dem Verkehrslärm wäre ich wahrscheinlich auch versteinert. Das 1913 erbaute Kaufhaus Tietz wurde 1927 zeitgemäß erweitert und galt als eines der modernsten Warenhäuser Deutschlands. 1938 aus den gleichen Gründen wie beim Schocken enteignet, wurde es in der DDR bis 1963 repariert und zu einem der größten und modernsten Kaufhäuser, nur eben in der DDR, gemacht. Heute ist das Tietz Kulturkaufhaus mit Bibliothek, Museen und Galerien. Nun seien Sie mal ehrlich, wer lässt denn solche bedrohlichen Gebäude planen und bauen? Richtig, entweder das Finanzamt oder Banken. In diesem Fall ließ die Deutsche Bank dieses Gebäude am Falkeplatz 1920 in doppelter Höhe planen. Fertiggestellt wurde es 1926, allerdings aus Kostengründen halbiert, aber nicht minder mächtig. Heute beherbergt es wieder die Deutsche Bank. Mitte der 70er Jahre beschloss man, den Wohnungsbau an den Stadtrand zu verlagern, sodass die sozialistische Entwicklung der Innenstadt 1974 mit der Fertigstellung des Stadthallen-Hotelkomplexes im Stil der DDR-Moderne nach Plänen von Rudolf Weiser zu einem relativen Ende kam. So war unser roter Turm wenigstens nicht mehr ganz so einsam. Mit dem Jahr 1990 zog dann wieder neues städtebauliches Denken ein. Ab dem Jahr 2000 schließlich planten die Stadtplaner, zeichneten die Architekten und investierten die Investoren für eine moderne Umgestaltung der Chemnitzer Mitte in Anlehnung an die alten Straßenverläufe. Eckbebauungen wurden wiederhergestellt und Einzelstücke von Architekten mit bekannten Namen entstanden und geben seit 2010 der alten Innenstadt wieder eine gewisse Geschlossenheit. Die Gebäude mögen polarisieren, aber das muss Architektur auch. Jedenfalls fand unser 35 Meter Kumpel neue Freunde und darf sich sogar an den Fenstern der nach ihm benannten Galerie im Gebäude von Hans Kollhoff betrachten. Das gab's vorher noch nie. Im Glas spiegeln sich jetzt reizvoll alt und neu. Allerdings sind die Fassaden der neuen Gebäude nur eine schöne Hülle für weltweit austauschbare Einheitseinkaufscenter, aber wenigstens mit WLAN. Und der Brühl? Der fiel in eine Art Totenstarre. Sein Konzept eines belebten Viertels mit Kunst, Kultur, Gastronomie, Wohnen und Konsum entstammte einer Planung und Notwendigkeit aus den 80er Jahren. Verschiedene Konzepte sollen ihn seit Jahren wieder beleben. Und das scheint sehr langsam zu gelingen. Vielleicht ist diese Langsamkeit ja ganz gesund. Seine Zeit wird wieder kommen. Und wir unterstützen das mit dem Besuch der Einbahnstraße auf unser Rechenbacher Tagesabschlussbier und einen grünen Tee. Und schließlich musste ja die FIT-Moderation noch in den Kasten. Hier sitzt übrigens der Chemnitzer Ehrenbürger und Auschwitz-Überlebende Justin Sonder, welcher 2020 95-jährig verstarb. Das Hotel Chemnitzer Hof blieb vom gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel wenig beeindruckt. Das 1930 eröffnete Haus war und ist erstes Haus am Platz und seine auf die Spitze getriebene Architektur im Stil der neuen Sachlichkeit war 1930 klar und modern und blieb es einfach bis heute.
Außen in seiner Schlichtheit ein gehöriger Kontrast zur gestalterisch nahezu überbordenden Petrikirche von 1888. Innen gediegener Luxus. Mit Traumblick auf den wohl schönsten Platz der Stadt und mit guter Küche. Wir empfehlen unbedingt, das täglich wechselnde Azubi-Menü auszuprobieren. Das machen die echt gut, aber hey, die lernen im Chemnitzer Hof. Ein Kleinod der Architektur und Statik ist der Omnibusbahnhof Chemnitz. Dieser galt im Jahr seiner Fertigstellung 1968 immerhin als einer der modernsten Europas, allerdings nicht ganz so international. Aber von hier mit einem Ikarus 55, dem wohl schönsten Reisebus der ungarischen Busschmiede, an die Ostsee zu reisen, das war doch auch schon was. Im Gebäude der dem Busbahnhof benachbarten ehemaligen Aktienspinnerei von 1857 befindet sich heute die Bibliothek der Technischen Universität Chemnitz, deren Hauptgebäude das sogenannte Böttcherhaus in der Straße der Nationen ist. Wer auf den Kassberg will, trifft sich am besten in der ersten Maschinenfabrik, Ermafa, welche heute Einkaufspassage ist und einen bequem beim Kaffee auf die Begleitung warten lässt. Von hier ist es dann nur ein Katzensprung. Wir sind, das weiß ich, auf dem Kassberg. Und das ist ein Viertel mit Gebäuden aus der Gründerzeit und dem Jugendstil, stimmt's? Der Kassberg, dort hat der einst die Creme de la Creme von Chemnitz gewohnt. Und das ist auch ein Berg, ja? Ist ein bisschen höher. Ja, doch, kann man als Berg bezeichnen. Und Freunde der Architektur kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten, aber auch Freunde der Literatur. Denn hier vom Kassberg kommt ein ganz bekannter Chemnitzer und ich würde mal sagen, den gehen wir jetzt mal besuchen. Aber eins fällt mir noch ein, stell mich richtig. Ich glaube, ich habe gelesen, dass der Kassberg eins der größten oder das größte zusammenhängende Gründerzeit- und Jugendstilviertel Deutschlands oder sogar Europa ist. So etwas habe ich auch gelesen. Ja, ist ja schön, dass ein Chemnitzer sich dann über seine Stadt auch nochmal informiert. Wenn du noch mehr wissen möchtest, frag mich einfach. Ich frag dich, genau. Wie angekündigt stehen wir jetzt vorm Wohnhaus der Familie von besagten Chemnitzer Bürger, der nämlich eigentlich Helmut Flieg heißt. Und da du dich im Vorfeld ja viel mit unserer Stadt beschäftigt hast, was fällt dir zu diesem Namen eigentlich ein? Stefan Heim, auch weil ich vor einem Jahr ungefähr Schwarzenberg gelesen habe und im Vorfeld mich über ihn belesen habe. Er ist wahrscheinlich in jedem System angeeckt. Und jetzt würde ich sagen, falls es dich interessiert, gehen wir mal seinen Schulweg und suchen seine Schule. Einverstanden? Ja. Gut. Auf diesem kleinen Hügel hier am Stephansplatz auf dem Kassberg stand, wie man am Denkmal hinter mir unschwer erkennen kann, die alte Synagoge. Die fiel nicht dem Zweiten Weltkrieg und dem Bombenangriff zum Opfer, sondern der Reichspogromnacht. Und hier im ehemaligen Staatsgymnasium war Stefan Heim Schüler, bis er es wegen seines antimilitärischen Gedichtes Exportgeschäfte verlassen musste. Ja, Matthias, nachdem wir nun auf den Spuren von Stefan Heim gewandelt sind, sollten wir eine Tochter von Chemnitz, eine berühmte Tochter nicht vergessen, nämlich Marianne Brandt. Eine Bauhäuslerin. Als Frau beim Bauhaus unter Kandinsky hat sie gelernt und diesen Notch, die hat sich dort, und das war damals eine Seltenheit, als Frau einen Namen gemacht mit ihren Produktentwürfen aus Metall. Im Hintergrund sieht man das Marianne Brandt Haus. Darin befindet sich ein Museum, das etwas über ihre Geschichte und ihren Werdegang erzählt. Das ist heute allerdings leider geschlossen. 90 Jahre alt ist sie geworden, die Marianne Brandt, und wurde 1983 hier auf dem Chemnitzer Nikolaifriedhof beerdigt. Sie bekam einen Grabstein aus Stahl, einen Grabstahl sozusagen. Und das soll damals ein kleiner Skandal gewesen sein. Draußen ist es schon wieder dunkel. An so einem Tag ist wirklich nicht viel dran, wenn man so viel erlebt, oder? Gestern waren wir beim Vietnamesen essen, vorgestern in einer kleinen Bierkneipe.
im Brühl. Was macht man sonst noch in Chemnitz, wenn man abends nicht weiß, was man tun soll? Also da kann man jede Menge tun, was man aber definitiv nicht verpassen sollte. In Sigmar ein Besuch im Clubkino. Also nicht bei Sigmar, sondern in Sigmar. Richtig, das Clubkino ist wirklich so ein kleiner Geheimtipp, ein ganz, ganz tolles Kino mit Flair, mit unheimlich vielen Filmen, die du woanders kaum siehst und vor allen Dingen mit 2 Sälen, einem großen und dem kleinen Saal. Und der kleine Saal, der hat fast die Atmosphäre von Omas Wohnstube. Am nächsten Tag war wieder Treffen auf dem Hauptbahnhof angesagt. Heute wollte Thomas mir ein Eisenbahnmuseum zeigen. Thomas, du bist ja, wie ich schon gesagt habe, mit Leib und Seele Eisenbahner. Wohin hast du mich jetzt entführt? Wir sind ja eine Weile mit dem Auto gefahren. Wir sind inzwischen in Hilbersdorf, im früheren BW Hilbersdorf, was Gott sei Dank erhalten wurde. Und inzwischen ist das zu großen Teilen ein Museum, wird aber auch noch von einer Privatbahn genutzt. Und Hierhausen ist früher eins von 2 Chemnitzer BWs gewesen. Es gab nämlich das BW für den Güterbahnhof Hilbersdorf und dann drinnen in der Stadt für den Personenbahnhof. Aber das existiert leider nicht mehr. Deshalb hier draußen gibt es Gott sei Dank noch genug zu gucken, was da zum Glück erhalten wurde. Das ist der sogenannte Kuhlemeier. Das bedeutet praktisch, dass für Betriebe, die keinen Gleisanschluss hatten, aber Eisenbahn transportieren wollten, die haben ihre Waggons auf der Straße geliefert bekommen. Und die B- und Entladeanlage für diese Kuhlemeier-Transporte waren damals auf dem Bahnhof Altendorf. Die hatten dann praktisch entsprechende Rampen und da konnten die praktisch vom Gleis auf den Waggon drauf fahren und in die Betriebe. Wir sind ja gestern durch Altendorf gefahren. Ich glaube, da hattest du mir davon erzählt, oder? Mit der Hartmann-Lokomotivfabrik. Damit haben die zum Verladen gebracht. Unter anderem, dann habe ich jetzt eine Vorstellung. Die Sächsische Maschinenfabrik, beziehungsweise ab 1899 Sächsische Maschinenfabrik, vormals Richard Hartmann, produzierte ab Mitte des 19. Jahrhunderts Textilmaschinen und Dampflokomotiven. In der Weltwirtschaftskrise geriet das Unternehmen in Schieflage und wurde 1930 abgewickelt. Die Reste der nunmehr Hartmann-Fabrik stellten nun ausschließlich Textilmaschinen her, auch nach dem Krieg in der DDR, zum Beispiel unter dem Namen VEB Textima. In einer ehemaligen Werkhalle ist heute das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt Europas 2025 untergebracht. Das ehemalige Verwaltungsgebäude ist heute Sitz des Chemnitzer Polizeipräsidiums. Dann spann mich nicht länger auf die Folter, ich bin heiß. Hier sehen wir eine wahrscheinlich eine Bekohlungsanlage für Rekowagen. Nee. Für Dampfloks würde es sich eher anbieten. So sieht er aus, der ewige Heizer. Kalt ist es geworden. Ich hatte die Hoffnung, dass hinter mir ist eine Heizlok. Scheint aber nicht so zu sein. Die 52er für den Krieg, eine abgespeckte 50er-Version war das, glaube ich. Ne? Das für ist den richtig, Krieg gebaut, ja. Kriegslokomotive. Die haben aber alle Zeiten überstanden. Eigenartiges Phänomen, stimmt. Ja. Man hat dann irgendwann ein bisschen Verbesserung, Rekonstruktion gemacht, aber genau diese Loks haben es überlebt bis zum Schluss. Und dass die P8 nun wirklich das hässliche Entlein gegen den Rolf, lassen wir das einfach. Also, wenn man davor steht, hat man schon eine gewisse Ehrfurcht, oder? Für mich leben die Dinger ja. Und nach Besichtigung der Drehscheibe und des Geländes des ehemaligen Ablaufberges war mit versprochener Sonne doch noch ganz schön viel Tag übrig. Deshalb... Wo bist denn du jetzt mit mir hingefahren? Ja, wir sind sozusagen im tiefen Westen jetzt gefahren, aber nicht ganz in den Westen, sondern natürlich in den Chemnitzer Westen. In den Stadtteil Rottluff. Fällt dir beim Namen Rottluff irgendwas ein? Hast du da irgendwelche Gedankenverbindungen? Irgendein Künstler, der mal diesen Namen des Stadtteils angenommen hat. Ein Brückemann, Brückekünstler. Ja. Diese Bilder, wo ich immer denke, das haben Kindergartenkinder auch schon alleine gut hingekriegt, die aber Millionen kosten. Ich glaube, da gehört er hin, oder? Genau, völlig richtig. Karl Schmidt-Rottluff.
Und das hier oben ist sein Elternhaus. Wie du siehst, kommen wir heute leider nicht ran, weil es aktuell noch gebaut wird. Ja. Man hat jetzt große Pläne in Bezug auf diese Kulturhauptstadt Europas. Und hier unten in dieser Mühle wird nachgesagt, soll er als Kind spielen gegangen sein. Und zum Thema seine Bilder. Später kannst du die hier oben vor Ort live angucken, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Heute musst du dazu noch ins Gunzenhauser Museum gehen. Das habe ich auf dem Plan. Das ist in diesem alten Sparkassengebäude, ne? In dieser großen Hauptstraße. Ja. Vollkommen richtig. Na, habe ich ja die nächsten Tage wieder genug vor. Ganz in der Nähe von diesem Geburtshaus von dem Rottluff gibt es die Felsendome Rabenstein. Also irgendwas mit Kalkstein, oder? Hier wurde Kalkstein abgebaut und heute ist es ein Besucherbergwerk und lass uns doch mal hinlaufen, lass uns mal anschauen. Kassenhäuschen ist nicht besetzt. Das stimmt, aber lies mal den Aushang. Jede volle Stunde ab 2 Personen. Aber leider Filmverbot. Na komm, wir gehen einfach trotzdem mal hin. Das denke ich auch. Anschauen lohnt sich auf jeden Fall. Und dann standen wir da und guckten buchstäblich in die Röhre. Und Matthias, bist du zufrieden, auch wenn du keine Fotos und keine Videos sammeln konntest? Also mir reicht es, dass ich weiß, dass es was mit Kalkstein zu tun hat. Andererseits, Kalkstein habe ich auch im Kopf, ne? Also wer sich's angucken will, muss selber herfahren. Da kann man eine Führung machen, aber leider keine Bilder. Das Treffen mit Thomas war wie immer am Bahnhof angesagt. Allerdings erst um 14 Uhr. Sodass ich mir am Vormittag die Gelegenheit für den Besuch des Museums für sächsische Fahrzeuge bot. Dieses ist im Erdgeschoss des ehemaligen Garagenhofs Chemnitz untergebracht, einer Hochgarage von 1928, in welcher sich heute auch ein Möbelhaus befindet. Beim Besichtigen stellte sich mir die Frage, warum eine Chemnitzer Firma, welche vom Fahrrad über das Motorrad bis zum Auto ausschließlich Fahrzeuge produzierte, nun ausgerechnet Wanderer heißen musste. Die Frage wurde aber durch das Erstaunen über einen Wartburg-Prototypen mit Wasserstoffturbinenantrieb von 1978 verdrängt. Und dann war es 14 Uhr. Wir stehen auf dem Chemnitzer Theaterplatz. Hinter uns ist aber nicht das Theater, sondern die Oper. Wie Thomas mich aufgeklärt hat, das ist bei der Moderation vorhin nämlich schon mal schief gegangen. Neben uns sehen Sie das Gebäude des Museums am Theaterplatz und hier gibt es einen Teil der Chemnitzer Kunstsammlung zu sehen, die sich speziell mit Kunst aus der Moderne befassen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Denn es muss nicht immer die Gemäldegalerie in Dresden sein. Genau, auch so Chemnitz hat genug zu bieten. Das werden wir uns jetzt mal angucken. Die umfangreichen Chemnitzer Kunstsammlungen sind auf das Gunzenhauser, die Villa Esche, die Burg Rabenstein, das Schlossberg-Museum und die Kunstsammlung im ehemaligen König-Albert-Museum von 1908 am Theaterplatz, unser heutiges Ziel, verteilt. Eingebettet in das als Museum errichtete Haus werden hier die Themen Expressionismus und Moderne als auch Romantik und Moderne behandelt. Auch Rottluff ist hier ausgestellt, wie auch im Gunzenhauser, welches sich im ehemaligen Sparkassengebäude von 1930 mit Werken der Brücke-Künstler und auf einer ganzen Etage mit Otto Dix beschäftigt. So viel Kunst an einem Tag. Kunst gibt es in Chemnitz aber auch überall an der frischen Luft. Auf dem Schlossberg, auf dem Weg vom Schlossberg in die Stadt, über der Chemnitz, auf dem Gelände der Hartmann-Fabrik
und vor dem Stadtbad, welches 1935 als größtes und modernstes Hallenbad Europas in Betrieb ging. Es gibt Kunst an den Gebäuden der Brückenstraße, auf der junge Sozialisten ihre Lebensfreude ausdrücken, sicherlich mit Diamantfahrrädern, denn die werden hier seit 1885 gebaut und man kann sie hier in der alten Chemnitzer Markthalle kaufen. Es gibt Kunst in den Rathausarkaden und auf Treppen, Kunst auf dem Weg zum Bahnhof, Kunst vor dem Tietz und Kunst im Rosenhof. Es gibt Kunst als Springbrunnen vor dem Rathaus und sogar 3-mal an der Straße der Nationen. Es gibt Kunst im Stadthallenpark und an den Fassaden alter Fabriken und jüngerer Unigebäude. Und es gibt Kunst in den Ortsteilen und über der Einkaufsstraße. Noch mehr Kunst. Und Karl Marx wurde zur Pop-Ikone wie einst Che Guevara. Sein Konterfei ziert Taschenshirts und Tassen, Kühlschrankmagneten und Schlüsselanhänger. Es gibt ihn als Bier, als Nischelbrummer-Gin und sogar als Namensgeber für Modegeschäfte. Vielleicht ist er ja doch der missverstandenste Philosoph von allen. Ich weiß ja nicht, wie es Thomas ging. In diesem Zustand bin ich ungefähr nach Chemnitz gereist. Nach einer Woche Kunst, Kultur, Architektur, Kulinarik, Geschichte und Lieblingsorten habe ich mich ungefähr so gefühlt. Zeit, nach Hause zu fahren. So, mein Lieber, jetzt stehen wir am Bahnhof. In 9 Minuten fährt mein Zug. Also war ja schön, dass wir uns mal gesehen haben. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Das auf jeden Fall. Aber eins würde mich noch interessieren, bevor du in dein Preußenland zurückfährst. Wie sieht denn ein Preuße nun die alte sächsische Industriemetropole Chemnitz und vor allem die europäische Kulturhauptstadt? Also mir hat es viel Spaß gemacht. Ich war ja im letzten Jahr schon mal im Januar 3 Tage hier. Und wie du weißt, reizen mich ja Städte, die irgendwie mal schwere Wunden erlitten hatten. Und insofern hat Chemnitz wahnsinnig viel Geschichte. Chemnitz ist Arbeiterstadt, hat eine gewisse Hemdsärmlichkeit und ein unglaubliches Angebot an Kunst und Kultur. Ich bin noch nie so viel durch Städte gerannt wie jetzt, durch Chemnitz, durch Museen und. Und dank dir auch, dass du mir noch so ein bisschen im Osten waren wir, im Süden waren wir, nee, im Westen waren wir und im Süden gezeigt hast. Also ich bin mit Sicherheit nicht das letzte Mal da gewesen. Ne? Und wenn du mal in eine Region kommen willst, die ungefähr genauso belebt ist wie Chemnitz zur Mittagszeit, dann kommst du uns ins Ruppiner Land. Das zeige ich dir dann. Danke für die Einladung. Da wünsche ich dir eine gute Fahrt. Komm gut nach Hause. Mach's gut, mein Lieber. Bis demnächst. Ne? Ciao. Tschüss. So, und ich fahre jetzt los. Und? Konnten wir mit unserem Film Ihr Interesse für Chemnitz wecken? Kommen Sie, ein fast waschechter Chemnitzer und ein mecklenburgischer Wahlpreuße können nicht irren. Vielleicht mag Chemnitz eine Stadt auf den zweiten Blick sein, aber wer den hat und damit auch die Stadt versteht, der wird es mit Sicherheit nicht mit einem Besuch in der europäischen Kulturhauptstadt 2025 belassen.